Sie hatten dann in dieser Situation diesen berühmten Gründungsaufruf des neuen Forums bei sich. Vielleicht könnten Sie erst einmal erklären, was es damit auf sich hatte. Ja, der Gründungsaufruf des neuen Forums, der nannte sich Aufbruch 89. Ich muss zugeben, dass ich im Moment gar nicht mehr exakt den Wortlaut weiß. Ich habe es viele Jahre später nochmal gelesen, aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich darum, glaube ich, zu erklären, also ich glaube, das war, wie das halt immer so freundlich in der DDR als Kritik geäußert wurde, konstruktiv. Wir finden vieles richtig und wir wollen auch nicht dies und jenes, aber so geht's nicht. Es muss ein bisschen anders gehen und das muss jetzt mal gesagt werden. Und das Besondere an diesem Aufruf war, und das kannte ich auch noch nicht von vorher, dass man den halt unterschrieben hat. Also man hat sich dazu bekannt, dass man das so sieht. Also wie heute eine Unterschriftenliste für einen Volksentscheid oder so. Und das war aber absolut unüblich in der DDR, also es gab es überhaupt nicht. Und es gab halt 20 Menschen, die sozusagen an einem konkreten Termin das als erste unterschrieben hatten. Und dann ist dieser Aufruf, es gab ja nicht wie heute Fotokopierer oder irgend sowas, sondern in der Regel hat man den dann abgeschrieben oder auf andere Weise mit der Schreibmaschine vervielfältigt oder sonst wie und anderen Leuten bekannt gemacht. Und ich hatte auch eine Version dieses Aufrufs handschriftlich, aber nicht meine Handschrift, sondern von jemandem handschriftlich, tatsächlich in der Tasche. Und weil ich schon wusste, dass das eine heikle Sache war mit der Demo, auch kein Personalausweis dabei. Also ich hatte eigentlich nur absurderweise diesen Aufruf dabei, aber eben keinerlei sonstiges Dokument. Und das war natürlich bei der Verhaftung doppelt hinderlich, dass man jetzt auch den Aufruf noch dabei hat, zusätzlich zu der Redelsführerschaft, die sie sowieso schon fanden. Naja, und dann sind wir da eine Nacht lang festgehalten worden in so einem Gang. Und am nächsten Morgen war dann halt klar, ein Teil kann vielleicht raus, das weiß ich aber gar nicht, aber der Teil, der dann noch zu dem ich gehörte, der ging immer tiefer in das Gefängnis rein. Und das ist für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, auch eine interessante Erfahrung. Also das ist halt nicht so, wie man das sich woanders zum Teil bei Untersuchungshaft vorstellt, sondern man gibt da alle Klamotten ab, kriegt da einen Trainingsanzug oder irgendwelche Anstaltskleidung, hat kein Schnürsenkel mehr und keinen Gürtel. Also das ist vom Empfinden her kein Unterschied zu echtem Knast. Da gibt es auch nicht irgendwie in deiner Zelle einen Fernseher oder einen Teppich oder so, wie man das heutzutage manchmal aus Gefängniszellen kennt. Null. Das ist also ein karger Raum, nicht viel größer als der, in dem wir hier gerade sitzen, mit 2 Pritschen und einem Tisch und 2 Stühlen und einem Klo und das war's. Und Tür, und du gehst halt durch viele Türen. Also eigentlich merkst du so, eine Tür, noch eine Tür, noch eine Tür, noch eine Tür und immer so stehen bleiben, vor dir wird aufgeschlossen, hinter dir wird zugeschlossen. Also man kriegt schon ein starkes Empfinden dafür, jetzt bist du tief drin und hier kommst du nicht so leicht wieder raus. Naja, und die erste Zeit, weil diese ganze Nacht hatten wir da ja auch durchgemacht und so weiter und ich war dann auch ein bisschen krank, weil mit Regen und man stand da auch draußen zum Teil und so. Ich habe dann, glaube ich, erst mal 10 oder 12 oder wie viele Stunden am Stück geschlafen. Das haben die mich auch lassen und dann holten die mich gleich erstmal wieder zu einem solchen Verhör mit Gesprächscharakter. Und diese Verhöre, die auch, wie gesagt, in meinem Fall nie was mit Gewalt zu tun hatten, sondern immer nur mit Gesprächen, davon gab es dann einige. Und dann blieb man da aber drin. Ich kriegte schließlich einen Zellengenossen, der über die tschechische Grenze nach Ungarn fliehen wollte und sich dabei ein bisschen dusselig angestellt hat und erwischt worden war. Und das war aber auch ganz nett. Im Nachhinein weiß man auch nicht, ob das vielleicht ein Stasi-Typ war, der eigentlich noch mehr rauskriegen wollte. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich habe denjenigen dann noch einmal gesehen, aber jetzt nicht Jahre später, weil wir hatten auch sonst keine wahnsinnigen inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Der wollte einfach abhauen, weil er es irgendwie woanders cooler fand. Und ich war ja eher politisch motiviert. Naja, und dann hat man so Sachen dabei gelernt, zum Beispiel, wie man sich im Knast verständigt. Gibt es sicher verschiedene Systeme, aber wir waren ja in den Zellen und wir kamen auch nur zum Freigang und es war auch nicht so, dass man jetzt hier irgendwie dann beim Freigang andere Leute hatte, sondern da war man halt zu zweit mit seinem Zellengenossen in einem kleinen Hof und die anderen waren anders und zum Duschen war man auch zu zweit und
ansonsten war man in seiner Zelle und das Essen kriegte man da rein. Also es war jetzt nicht so, man ging dann essen und da waren dann die anderen Inhaftierten oder man ging auf den Hof, wie bei den amerikanischen Filmen und dann spielt man Basketball oder so, das kannst du voll vergessen. Also man war sozusagen zu zweit und ich war jetzt 2-3 Wochen. Und in der Zeit hat man dann versucht, sich irgendwie zu verständigen. Und da gab es dann so ein Klopfsystem. Und das Klopfsystem, das wir uns dann ausgedacht haben oder was dann da üblich war, war, du hast halt so oft geklopft, wie der Buchstabe seinen Platz im Alphabet hat. Also A einmal und Z, wie viele Buchstaben gibt es? 26, ne? Roundabout, ja. Ja, dann Z 26 und dann hat man halt geklopft, einmal, Pause, meinetwegen 5-mal, je nachdem, was für ein Buchstabe kam, Pause und zwischen den Worten dann längere Pausen. Und irgendwann gab es dann auch Kürzel, was weiß ich, G und N war dann Gut Nacht, eigentlich wie heute beim SMS-Schreiben. Und so hat man dann angefangen, sich ein bisschen zu verständigen. Das durfte man eigentlich auch nicht. Also es war jetzt nicht so, es war auch nicht so, dass man in der Zelle machen konnte, was man wollte. Also jetzt stundenlang klopfen, da hat dann auch jemand geguckt und gesagt, sag mal, könnt ihr das mal lassen oder so. Aber das hat man natürlich trotzdem gemacht. Naja, und dann gab es so andere lustige Aktionen, zum Beispiel der 7. Oktober, dieser Tag der Republik war genau, als ich im Knast war. Und da habe ich dann gesagt, so jetzt ist Schluss, da esse ich nichts, da mache ich Hungerstreik im Prinzip für diesen Tag. Kam ich mir total mutig vor. Im Nachhinein stellte es sich raus, das ist in Gefängnissen relativ üblich, dass man an bestimmten Anlässen quasi einen Hungerstreik macht aus symbolischer Bedeutung. Naja, das war also da drin natürlich nicht witzig, weil man dachte, oh Gott, jetzt gehe ich nach Bautzen oder für immer in den Knast. Wenn die Wende nämlich nicht gekommen wäre, was da noch nicht klar war, hätte man ganz, ganz schlechte Karten gehabt. Aber im Nachhinein war es eine sehr interessante Erfahrung. Und ich bin dann, am 9. Oktober war ja die große Demonstration in Leipzig, die dann ein bisschen Wegweiser war, dass nicht militärisch eingegriffen wurde. Und nach dieser 9. Oktober-Demonstration, ich glaube am Freitag danach, bin ich quasi entlassen worden. Und das war eigentlich der ganze Grund, warum ich die ganze Geschichte erzählt habe. Dadurch war ich jetzt zwangsläufig Oppositioneller. Es wäre völlig naiv gewesen, als wenn das System jetzt nicht gestürzt wäre. Da hätte ich auch gleich weggehen können. Also das wusste man als DDR-Bürger, deine Zukunft ist jetzt verbaut. Also von wegen irgendein Studium, das du dir aussuchen willst oder sonst was, kannst du alles vergessen. Mit welcher Ansage wurden Sie denn freigelassen? So nach dem Motto, da kommt noch was auf Sie zu? Wahrscheinlich. Sehr sicher. Ich glaube, es gab so irgendeinen Zettel, das Gerichtsverfahren kommt später oder so. Aber allein der Umstand, freigelassen zu werden, war eigentlich, damit war eigentlich ein bisschen klar, irgendwas ist hier besonders. Weil normalerweise lassen sie einen nicht frei, um später einen Gerichtsprozess zu machen, sondern man blieb da drin. Und dann gab es den Gerichtsprozess. Also das war schon, und das war auch noch ein interessantes Erlebnis in dem Knast. Also diese Montagsdemos ging ja um den Ring und die Beethovenstraße ist, also das Gefängnis ist, keine Ahnung, 500 Meter Luftlinie entfernt. Und diese Demonstration war so laut, also mit Wir sind ein Volk und wie auch immer, dass wir das in dem Knast gehört haben, trotz aller Abschirmung. Und das hat uns natürlich sehr viel Mut gemacht. Also man hatte auch die Hoffnung, dass es kippen könnte, weil einfach wir gemerkt haben, hallo, wenn da so viele Leute schreien, dass du das hörst, da muss was Relevantes draußen vorgehen. Wir haben ja sogar Zeitungen gekriegt dann später im Knast, also eine Tageszeitung, aber da stand ja nichts drin. Also es wurde ja nichts über die Demo geschrieben. Das heißt, wir wussten nicht wirklich, wie es war. Naja, und dann war ich halt freigelassen und war von dem Tag an halt, also dann definitiv Oppositioneller und habe auch alles dazu getan, dass so schnell wie möglich das neue Forum und der gesamte Staat dann sozusagen, also der Staat gekippt ist und das neue Forum sich durchgesetzt hat. Und ja, das ging dann ja recht schnell. Also ich sag mal, bis Weihnachten 89 war es dann eigentlich klar. Also knapp 3 Monate und das ist ja eine wahnsinnig schnelle Zeit.